Tja, da müssen wir doch auch noch mal drüber reden. Gitta Connemann bei mir im Studio von der CDU, Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Und Frau Connemann, ich habe eine Menge Kopfschütteln bei Ihnen gesehen, während wir hier diese Bilder von Robert Habeck gezeigt haben. Wie ist Ihre Reaktion zu dieser Ankündigung der Kanzlerkandidatur und auch der Art und Weise, wie es gemacht wurde? Also bestenfalls könnte man sagen, er hat den Knall nicht gehört. Aber schlimmstenfalls, er macht deutlich, dass es ihm zuerst um seine Person, dann um seine Partei, aber nicht um das Land geht. Wir sind wahrscheinlich in einer der größten Krisen, die die Bundesrepublik Deutschland jemals erlebt hat. Und hier werden Parteispielchen gespielt. Und das ist einfach unverantwortlich und menschlich vollkommen daneben. Man hat jetzt in den letzten Tagen ja eher Christian Lindner und den Kanzler als Akteure gesehen. Da hatte sich Robert Habeck noch ein bisschen zurückgehalten, weil er schon wusste, dass er ein warmes Plätzchen beim Kanzler hat und dass es eigentlich eher darum geht, Christian Lindner loszuwerden? Naja, die Orchestrierung der Entlassung von Christian Lindner zeichnet sich ja jetzt immer stärker ab. Vorbereitet vom Kanzler mit vorbereiteten Reden, ohne jeglichen Stil im Übrigen und begleitet von dem lieben Robert, der versucht im Hintergrund tatsächlich seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Und es empört mich einfach, egal um welche Partei es geht. Wer jetzt nicht das Land an die erste Stelle stellt, und damit meine ich die Bürger, aber auch unsere Betriebe, die vollkommen hilflos sind, auf was soll ich mich einstellen, was passiert, der handelt verantwortungslos gegenüber dem Land. Und deshalb hat Ihr Parteichef Friedrich Merz ja auch gesagt, nein, wir wollen weder der Steigbügelhalter jetzt sein für diese Rumpfregierung und da noch irgendwas möglich machen. Wir wollen nichts in die Länge ziehen. Wir wollen, dass jetzt die Vertrauensfrage gestellt wird, und zwar am Mittwoch. Da gäbe es ja eine gute Gelegenheit im Bundestag. Dann gäbe es aber dann im Zweifel Neuwahlen. Und wenn man sich jetzt mal die Umfragen anschaut, wenn Friedrich Merz tatsächlich der nächste Kanzler werden will, er braucht jemanden, mit dem er koalieren kann. Können Sie sich denn jetzt unter diesen Umständen eine schwarz-grüne Koalition vorstellen? Oder ist das zum momentanen Zeitpunkt absurd? Also tatsächlich sind diese Debatten jetzt, ich will nicht sagen absurd, aber einfach nicht an der Zeit. Denn wir haben zurzeit eine Rumpfregierung. Und die muss erst mal zurücktreten. Die Zeit wäre dafür die Regierungserklärung. Olaf Scholz will eine am Mittwoch abgeben, aber er hat keine Regierung mehr. Er vertritt auch nicht mehr nur einen Bruchteil des Volkes. Und deswegen ist die absolut klare Mehrheit in allen Umfragen von Bürgern, aber auch bei den Betrieben Neuwahlen jetzt. Denn weitere Monate eines Übergangszustandes sind nicht zu ertragen. Das Dilemma ist, Olaf Scholz nimmt tatsächlich ein ganzes Land in Geiselhaft. Aber wenn man jetzt über die Neuwahlen spricht und auch hier in Berlin, da machen sich Landeswahlleiter schon Sorgen, ob man das so schnell dann überhaupt alles stemmen kann. Das braucht viel Vorbereitung, da muss man sich ein bisschen drauf einstellen, da muss man Wahlkampf machen. Und auch für die Bürgerinnen und Bürger bleibt dann im Zweifel bei vorgezogenen Wahlen nicht viel Zeit, sich zu entscheiden. Insofern muss man ihnen ja schon mal ein Angebot geben und sagen, wie könnte es denn aussehen? Was bekommen wir denn, wenn wir Friedrich Merz wählen? Bekommen wir dann eventuell auch Herrn Habeck wieder zurück? Oder bekommen wir eventuell auch die SPD wieder zurück, weil es dann auf eine GroKo hinausläuft? Diese Antwort werden die Wählerinnen und Wähler entscheiden. Denn am Ende kommt es darauf an, wer dem nächsten Deutschen Bundestag angehören wird, wer dort mit welchen Prozentzahlen auch präsentiert sein wird. Deswegen alle Spekulationen sind jetzt Spekulationen am falschen Ort. Entscheidend ist die Erkenntnis, wir brauchen Neuwahlen jetzt. Und das meine ich wirklich voller Ernst auch für unsere mittelständischen Betriebe. Sie fühlen sich vollkommen verunsichert, auch übrigens angesichts der Tatsache, dass wir mit dem neuen amerikanischen Präsidenten jemand haben, der auf Zölle setzt, auf Protektionismus setzt, auf Abschottung setzt. Das wird Auswirkungen haben für unsere Betriebe. Diese Regierung wird am 20. Januar sich konstituieren in den USA. Wir haben dann eine Regierung von Puppenspielern oder von Laienspielern, ich weiß gar nicht mehr was, die weltweit nicht mehr ernst genommen wird. Und deshalb muss jetzt das erste Ziel sein, zu Neuwahlen zu kommen.
Nur der Kanzler kann diesen Weg eröffnen und deswegen muss er jetzt die Vertrauensfrage stellen. Es ginge ja auch noch ein konstruktives Misstrauensvotum, aber das ist jetzt nicht unbedingt im Sinne der Union? Der Weg bliebe, aber es wäre tatsächlich jetzt an der Zeit, dass der Bundeskanzler einmal Größe zeigt und einmal erkennt, dass er tatsächlich seinen Abgang auch mit Größe gestaltet. Denn wenn er die Vertrauensfrage stellen würde, würde er damit einmal deutlich machen, mir ist das Land wichtiger als ich selbst oder die Partei. Und das wäre doch ein gutes Ende. Ich habe eben schon gemerkt, Sie wollen sich, was mögliche Koalitionsoptionen angeht, noch nicht festlegen. Das kann ich auch verstehen. Aber über rote Linien würde ich dann doch ganz gerne mal noch mal sprechen. Denn es ist ja durchaus möglich, und das geben ja die Umfragen momentan auch her, dass BSW und AfD auch im Bund plötzlich gebraucht werden, um Mehrheiten zu beschaffen. Wo sind da die roten Linien der Union? Sind da schon welche gezogen? Oder ist man grundsätzlich bereit zu sagen, wir warten mal ab und wir reden mit allen und wir würden auch mit der Wagenknecht-Partei reden und wir würden auch mit der AfD reden? Wir werden definitiv weder mit der AfD noch mit dem BSW sprechen. Aus den unterschiedlichsten Gründen. Übrigens, der dramatischste ist gestern noch mal deutlich geworden. BSW und AfD sind vereint in ihrem Antisemitismus. Wir haben gestern einen Antrag mit der Breite des Deutschen Bundestages gegen Antisemitismus und für das jüdische Leben in Deutschland auf den Weg gebracht. Und es ist schon erschütternd, wie auch dieser Antrag begleitet worden ist von dem ganz rechten Rand und dem ganz linken Rand. Da vereinen sich tatsächlich Frau Weidel und Frau Wagenknecht schon. Wie ist der genau begleitet worden? Nehmen Sie uns da mal kurz mit. Was ist da passiert? Frau Wagenknecht postet immer und immer wieder antisemitische Inhalte auch. Das BSW hat den Antrag abgelehnt. Es gab Teile der AfD. Also wir haben an dieser Stelle auch insoweit eine sehr, sehr rote Linie. Es wird keine Gespräche mit BSW oder AfD geben. Das ist doch mal eine klare Aussage. Dankeschön, Frau Connemann. Sehr gerne.